Die Kerzen standen in 3 Reihen und ihre Flammen bewegten sich nicht. Das erste Morgenlicht kam von Osten. Noch keines, das wärmen konnte, nur das blasse Aufhellen des Himmels hinter dem Glas. Und die Kerzen brannten weiter gegen das Dunkel des Zimmers, und Johannes saß auf dem Stuhl neben dem Bett, die Hände flach auf den Knien und wartete. Der König schlief nicht. Der Griff der Finger war zu fest für jemanden, der schläft. Das Heben der Brust so bewusst, als würde die Lunge die Arbeit kennen, die noch vor ihr lag, und sich vorbereiten. Er lag auf dem Rücken, die Augen halb offen, und der Atem klang wie etwas, das durch zu enges Rohr gepresst wird. »Johannes!« Die Stimme war nicht laut. Sie hatte nie mehr Lautstärke gebraucht als nötig. Das war eine der Arten gewesen, in denen der König Macht gezeigt hatte, indem er sie nicht zeigte. Johannes rückte den Stuhl näher an das Bett. Die Hand des Königs tastete und fand seine, und die Finger schlossen sich. Dieselbe Hand, die vor 21 Jahren den Hof eines abgebrannten Hauses abgesucht hatte, die einen 8-jährigen Jungen gefunden hatte, der versuchte, ein kleines Feuer am Leben zu halten, und die diesen Jungen aufgehoben und mitgenommen hatte, weil Hände, die etwas am Leben halten wollen, etwas bedeuten. Johannes hatte das nie vergessen, was er weniger oft dachte, was er jetzt dachte, gegen seinen Willen, weil das Zimmer zu still war und die Kerzen zu ruhig brannten. Die Nacht, als er 12 gewesen war und das Fieber ihn für 3 Tage genommen hatte. Der König hatte neben seinem Bett gesessen, die ganze Nacht, und keinen Schlaf gesucht. Er hatte nicht gewusst, dass Johannes wach war. Johannes hatte die Augen geschlossen gehalten und den Atem des Königs neben sich gehört. Ruhig, geduldig, so wie die Nacht atmet, wenn sie das tut. Und er hatte gewusst, dafür gibt es kein Maß. Dafür gibt es keinen gerechten Ausgleich. Eine solche Schuld trägt man, aber man tilgt sie nicht. Das Versprechen, das er gleich geben würde, war der Versuch des Ausgleichs. Er wusste bereits, dass der Versuch scheitern würde. »Du bist mir der Treueste gewesen«, sagte der König. »Immer.« Johannes schwieg. Er kannte keine Antwort auf diesen Satz, die wahr und vollständig wäre. Was folgte, kam langsam. Die Verbündeten, die Feinde, das, was in jedem Zimmer des Schlosses stand und was es bedeutete. Der König sprach mit der Stimme eines Mannes, der eine Kartei abarbeitet, präzise, gründlich, bis er bei der letzten Kammer ankam. »Links vom großen Saal«, sagte er. »Zeig sie dem Sohn nicht. Wenn er sie sieht, wird das Unglück geschehen.« Das Wort Unglück. Er nickte. Er sah in diesem Wort keine Warnung, sondern Fürsorge, den letzten Versuch eines Vaters, seinen Sohn aus der Ferne zu schützen. Er verstand das. Er bewunderte das noch in diesem Moment, wo er nicht wusste, wie groß dieses Unglück werden würde. »Ich verspreche es«, sagte Johannes. Die Hand des Königs hielt noch einen Augenblick, dann ließ sie nach. Der König legte den Kopf zurück. Sein Atem wurde langsamer, gleichmäßiger, ruhiger als ein schlafender Atem. Und dann hörte er auf. Johannes saß noch. Er weinte nicht. Er erhob sich nicht. Er saß auf dem Stuhl neben dem Bett, die Hände auf den Knien, und die Kerzen brannten weiter, und das Morgenlicht wurde heller und begann die Flammen zu übertreffen. In dem Zimmer war außer ihm nichts mehr, das lebte. Nach einer langen Weile stand er auf, faltete die Hände des Königs auf der Brust und ging. Der junge König kannte das Schloss von Kindheit an. Er kannte jeden Gang, jeden Hof, jeden Turm, und trotzdem ließ er sich führen. Das war etwas Besonderes an ihm. Dieser Widerstand gegen Führung und gleichzeitig die Suche danach, dieses Nebeneinander von Stolz und Bedürfnis, das er nie aufgelöst hatte. Johannes führte ihn, Zimmer um Zimmer, wie der alte König es ihm aufgetragen hatte, die Waffenkammer,
die Bibliothek mit den Büchern, die kein Lebender mehr las. Das Zimmer mit dem alten Globus, dessen Mechanismus seit Jahren stand. Das Silberzimmer, das Goldzimmer. Das Zimmer mit den Porträts toter Könige. 11 Kammern. »Diese Tür«, sagte der junge König. Johannes stand davor, links vom großen Saal. Er kannte den Türrahmen auswendig, die kleine Unebenheit im Stein links oben, den Riegel, der manchmal klemmte. Er hatte diesen Riegel in der Nacht, als der König gestorben war, einmal berührt und dann zurückgelassen. »Das ist keine Kammer, die ihr sehen müsst«, sagte Johannes. Der junge König sah ihn an. Ein langer Blick, der nicht auf die Tür ging, sondern auf Johannes selbst. »Vertraust du mir nicht?« Das stand hinter dem Blick, ohne ausgesprochen zu werden, deutlich genug. »Ich habe 11 Zimmer gesehen«, sagte der junge König. »Ich bin König. Ich will dieses auch sehen.« Johannes schwieg. »Du kannst nicht ewig vor mir stehen«, sagte der junge König, und seine Stimme hatte jetzt den Ton angenommen, mit dem er entschied und nicht mehr verhandelte. »Öffne die Tür.« Wenn er jetzt nicht öffnete, würde der junge König die Tür selbst aufbrechen. Das war keine Drohung, das war eine Prognose. Und Johannes war gut genug im Vorausdenken, um zu wissen, dass es eine zutreffende war. Dann würde er allein vor dem stehen, was dahinter war. Johannes suchte den Schlüssel. Er kannte den Bund auswendig, jeden Griff, jede Einkerbung. Er hielt inne bei dem richtigen Schlüssel, sehr kurz. Dann zog er ihn heraus. Er öffnete die Tür, trat zuerst in die Kammer und drehte sich um. Er stellte seinen Körper vor das Bild, als wäre ein Körper ein Vorhang. Der junge König trat auf die Zehenspitzen und schaute über seine Schulter. Das Bild hing an der gegenüberliegenden Wand. Johannes kannte es, und er hatte es nie mehr als einmal angeschaut, mit der Sorgfalt eines Mannes, der weiß, dass manche Dinge sich festsetzen. Die Königstochter vom goldenen Dache, lebensgroß, in Farben, die das Kerzenlicht anders schluckten als das Tageslicht draußen. Das Bild war zu vollständig. Es war die Verkörperung eines Verlangens, dem kein reales Objekt je gerecht werden konnte. Er sah es jetzt im Körper des jungen Königs. Nicht die Augen, die sich weiteten, nicht das Einatmen, das zu tief kam und nicht zurückkam, sondern das, was mit den Knien geschah. Ein leises Nachgeben von unten, das er nicht aufhalten konnte. Und dann fiel der junge König, und Johannes fing ihn. Es war keine dramatische Bewegung. Der Körper sank, und Johannes war dort. Er hielt ihn, diesen Mann, der als Kind manchmal an Dinge geglaubt hatte, die nicht stimmten und es nie zugegeben hatte, und wartete. Das erste Wort, das der junge König sprach, als er zurückkam, war eine Frage. »Wer ist das?« »Die Königstochter vom goldenen Dache«, sagte Johannes. Der junge König lag noch in seinen Armen und sah zur Decke. Dann sagte er, mit der Stimme eines Menschen, der gerade herausgefunden hat, womit er sein Leben verbringen wird: »Dann werde ich sie heiraten. Wenn ich sie nicht bekomme, sterbe ich.« Das Unglück war geschehen. Johannes stand auf und half dem jungen König auf. Er sagte nicht, dass das keine gute Aussage war. Er sagte nicht, dass die Königstochter einen Vater hatte und Gründe, nicht zu kommen. Er sagte gar nichts. Was von nun an kam, war seins. Der junge König aß nichts. Das war der zweite Tag. Er lag im Bett, die Decken hochgezogen, das Gesicht zur Wand, und die Schüsseln, die die Diener brachten, kamen unberührt zurück. Johannes stand am Fenster und beobachtete den Hof unten, die Stallknechte bei ihrer Arbeit, die Enten auf dem Pflaster, das leise Knarzen des Brunnens im Wind, und dachte nach. Er brauchte Abstand zum Bett, um klar denken zu können. »Ich setze mein Leben daran«, sagte der junge König hinter ihm. »Das wird nicht nötig sein«, sagte Johannes. Er sagte das,
weil er bereits die Form eines Plans erkannte. Das Gerüst noch, nicht das Gebäude, aber die Linien stimmten. Gold, ein Schiff, Kaufmannskleider, Geduld. Die Goldschmiede arbeiteten Tag und Nacht. Schüsseln, Becher, Tiere, Vögel, Gerät, jedes einzeln getrieben mit Arbeit, die Wochen brauchte, weil Eile das Metall schwächt. Johannes saß manchmal in der Nacht beim Schmelzfeuer. Die Hitze stand wie eine Wand und die Werkstatt roch nach heißem Metall und Kohle. Scharf und schwer, der Geruch von Dingen, die in etwas anderes werden. Er sah zu, wie das Gold flüssig wurde und in die Formen lief, glühend und formlos, bis es erstarrte. Er dachte an den alten König. Hättest du das für richtig gehalten? Er kam zu keiner Antwort. Die Frage war auch nicht die richtige. Was er tun musste, brauchte keine Billigung von jemandem, der tot war. Es brauchte nur Entschlossenheit von jemandem, der lebte. Seit 20 Jahren ein ehrlicher Mann. Mit einer Ausnahme. Er stellte die Ehrlichkeit zurück, wenn die Alternative schlimmer war. Und ein König, der aus Liebeskummer stirbt, war schlimmer. Die Kleider eines Kaufmanns waren anders als die Kleider eines Dieners. Er nahm sie auf, hielt sie, dann zog er sie an und stand vor dem kleinen Spiegel in seiner Kammer. Das Bild, das zurückschaute, war er und war es nicht. Eine Version von ihm, ohne Geschichte, ohne Versprechen, ohne Schuld, die sich nicht begleichen lässt. Nur einen Augenblick. Dann ließ er den Gedanken fallen. Das Schiff lag beladen im Hafen. Die Goldwaren standen in der Kammer unter Deck und das Schiff roch nach Holz und Teer und nassem Seilwerk. Der junge König kam die Gangplanke herunter in seinen Kaufmannskleidern und in seinen Augen war etwas, das Johannes selten gesehen hatte. Erwartung. Unverfälschte Erwartung, ohne die Schwere, die sie meistens begleitet. Johannes sagte nichts. Das Schiff stach ab in die Stille des frühen Morgens. Der Brunnen im Schlosshof war aus Gold, nicht symbolisch. Das Becken war vergoldet, die Kette war vergoldet, die Eimer waren vergoldet, alles getrieben und poliert und im Morgenlicht brennend wie ein kleines Feuer. Das Mädchen am Brunnen trug ein leinenes Kleid und der Kontrast, das Einfache neben dem Kostbaren, hatte etwas Absurdes, als würde man jemandem beibringen wollen, dass Gold etwas bedeutet, indem man ihn täglich damit schöpfen lässt. Johannes trat in den Hof. Er trug das goldgefüllte Schürzchen vor sich und trug es mit der ruhigen Haltung eines Mannes, der keine Zeit hat, sich zu fragen, ob er überzeugend wirkt, weil er bereits entschieden hat, dass es gleichgültig ist. Die Kammerjungfer am Brunnen maß ihn, die kurze, einschätzende Art des Blicks, die er kannte. Händler, Bittsteller, Boten. Er ließ sie einschätzen. Sind das Waren, die ihr zu verkaufen habt? Die schönsten im ganzen Königreich, sagte Johannes. Aber die rechte Käuferin ist nur ihre Herrin. Die Kammerjungfer schöpfte noch einen Eimer und ging. Johannes wartete. Er wartete ruhig in dem Goldschlosshof und sah sich die Ausgänge an. Eine alte Gewohnheit, die nichts mit Misstrauen zu tun hatte und alles mit dem Wissen eines Mannes, der nie aufgehört hat, in fremden Räumen die Ausgänge zu zählen. Die Sonne lag auf dem vergoldeten Brunnen und warf Licht in alle Richtungen, und er stand darin und blinzelte nicht. Die Königstochter kam nicht wie jemand, der kommt, um sich zeigen zu lassen. Sie kam wie jemand, der bereits entschieden hat, dass er sich zeigen lassen will und der deshalb kein Aufhebens davon macht. Kleiner als das Bild vermuten ließ. Die Füße leise, der Blick schon vor dem Körper da. Sie sah die Goldwaren an, kurz, nicht wie jemand, der begierig ist, sondern wie jemand, der beurteilt. Dann sah sie Johannes an. Dieser Blick dauerte länger. Er hielt stand. In dem Blick war eine Frage, die sie nicht aussprach. Was bist du wirklich? Kein Kaufmann, das war klar.
Aber was dann? Wie lange würde es dauern, um alles zu sehen? Fragte sie. Viele Tage, sagte Johannes. Das war eine Lüge. Er wusste es, und er hielt ihrem Blick dabei stand, und sie hielt seinem. Zwischen ihnen war die Lüge, die er gerade gesagt hatte, und das Wissen, das sie möglicherweise hatte, dass es eine war. Und keiner blinzelte zuerst. Etwas in ihr entschied sich. Er sah es nicht direkt. Er sah es in einem kleinen Verschieben des Gewichts, einem leichten Öffnen der Finger am Kleid. Die Entscheidung hatte sie noch nicht in Worte gefasst, vielleicht noch nicht einmal in Gedanken. Aber der Körper wusste es bereits. Sie trat auf die Planke. Das Schiff lag im Hafen und das Wasser trug es. Und das Gold unter Deck wartete. Die Küste war weg. Sie stand am Rand des Schiffes und sah Wasser. Wasser auf allen Seiten, grau und unruhig. Kein Land, kein Ufer. Nur der Horizont, der auf beiden Seiten dasselbe sagte. Das Holz unter ihren Füßen knarzte im Takt der Wellen. Das Tauwerk schlug. Der Wind roch nach Salz und nach dem Nichts, das kommt, wenn man weit genug von allem entfernt ist. Sie hatte ihn schon im Schlosshof angeschaut, den Kaufmann. Sie hatte es gedacht. Dieser Mann ist kein Kaufmann. Nicht, weil er ungeschickt wirkte. Er wirkte gar nicht ungeschickt. Er wirkte vollständig sicher in dem, was er tat. Sondern weil er sie so angesehen hatte. Nicht wie eine Rechnung, die man aufmacht, sondern wie ein Rätsel, das man lösen will. Das war neu genug, um neugierig zu machen. Und sie hatte es trotzdem nicht aufgehalten. War sie neugierig gewesen? War sie bereit gewesen? Diese Frage würde sie begleiten. Sie ließ sie stehen. Ihre Hände lagen flach auf der Reling. Das Holz war nass vom Spritzwasser und sie ließ die Hände dort, weil es keinen anderen Ort gab, wohin sie konnten. »Ich bin betrogen«, sagte sie. Der Mann am Steuerruder drehte sich um. Er sah sie an, und es war nicht der Kaufmann, der zurückschaute, sondern ein anderer Mensch in denselben Kleidern, jünger als er wirkte, wenn er nicht lächelte, und er lächelte jetzt nicht. Er trat einen Schritt näher. Seine Hände hingen offen an den Seiten, keine Verteidigung, keine Entschuldigung. »Lieber wollte ich sterben«, sagte sie. Sie meinte es. In diesem Moment, auf diesem Schiff, mit dem Wasser auf allen Seiten, sie meinte es vollständig, ohne Übertreibung. Wenn das der Preis war für die Neugier von vorhin, dann war die Neugier zu teuer gewesen. Er fasste ihre Hand, nicht sanft, unsicher. Die Hände eines Menschen, der nicht weiß, ob er willkommen ist und der trotzdem greift, weil Nichtgreifen schlimmer wäre. Sie ließ es geschehen. Ich bin beim ersten Anblick deines Bildes ohnmächtig zu Boden gefallen. Die Stille danach war anders als die Stille davor. Sie saß mit diesem Satz: Ich bin gefallen. Nicht, ich habe mich verliebt. Nicht, du bist schön. Ich bin gefallen. Als ob die Reaktion sich ereignet hatte, bevor er sie befehlen konnte. Als ob etwas in ihm nachgegeben hatte, das kein Wille hätte festhalten können. Das ließ sich nicht kaufen. Sie kannte Angebote. Botschafter, Gesandte, Verträge, höfliche Männer mit präzisen Listen dessen, was ihr Vater bekäme, wenn er sie hergäbe. Alles professionell, alles vollständig gleichgültig ihr gegenüber als Mensch. Das hier war das erste Angebot in ihrem Leben, das kein Angebot war. Ein Mann, der beschrieb, was er verloren hatte, weil er keinen anderen Weg wusste zu sagen, was er sagen wollte. Unkontrolliert, unfreiwillig, real. Sie wog ab. Ja, aber das Abwägen dauerte weniger als einen Atemzug, weil sie bereits wusste, wohin es führte. Die Frage blieb: War ich neugierig oder war ich bereit? Vielleicht war beides dasselbe gewesen. Vielleicht war der Unterschied dazwischen kleiner, als sie gedacht hatte. Das Schiff fuhr weiter. Das Wasser trug es. Das Schiff fuhr nachts mit weniger Segel. Das Meer war ruhig, ruhiger als am Tag, mit einer Schwärze, die nicht bedrohlich war, sondern vollständig, wie eine Decke,
unter der das Wasser schlief. Johannes saß am Bug, das Instrument auf den Knien und spielte. Er spielte selten. Nur wenn die Gedanken zu viele wurden und er sie sortieren musste, half die Musik dabei. Nicht, weil die Musik die Gedanken löste, sondern weil sie einen Rhythmus vorgab, in dem man sie ordnen konnte. Unter Deck lachte jemand. Der König. Johannes kannte seine Stimme in jeder Lage, und das Lachen, das durch das Holz drang, war leichter als alles, was er in den vergangenen Monaten von ihm gehört hatte. So klingt ein Mensch, der zum ersten Mal etwas hat, das wirklich seines ist. Johannes spielte und hörte auf das Meer. Dann kamen die Raben. 3. Aus dem Dunkeln, ohne Ankündigung, ohne das Geräusch, das Vögel machen, wenn sie landen. Sie setzten sich auf den Bug, keine 2 Armlängen von ihm entfernt, und saßen still. Raben sitzen manchmal still, aber 3 Raben, nachts, auf See, mit dem Schweigen von etwas, das wartet. Das war keine Gewohnheit. Johannes hörte auf zu spielen. Der erste Rabe sprach. Die Stimme war klein und klar, wie ein Stein, der auf Eis fällt. Er sagte, dass der neue König die Königstochter nach Hause führte, dass er sie noch nicht hatte, dass auf der Heide ein Pferd warten würde, fuchsrot, prachtvoll, das schönste Tier, das jemand je gesehen hatte. Und wer darauf ritt, würde in den Lüften zerrissen. Johannes saß, der zweite Rabe sprach. Das Hochzeitshemd, ausgestellt auf dem Brautstisch, scheinbar aus Gold und Silber, war in Wahrheit aus Schwefel und Pech gearbeitet. Wer es anlegte, würde verbrennen bis auf das Mark. Johannes schloss die Finger fester um das Instrument. Der dritte Rabe sprach. Das war die schlimmste Prophezeiung, und sie war am genauesten. Beim Hochzeitstanz würde die junge Königin plötzlich erblassen und fallen, als wäre sie ohnmächtig. Aber die Ohnmacht wäre Vergiftung, und wenn man ihr nicht sofort 3 Tropfen Blut aus der rechten Brust saugte und wieder ausspie, würde sie sterben. Und wer es verriete, was die Raben gesagt hatten, was kommen würde, der würde zu Stein werden, von den Fußspitzen bis zum Scheitel. Dann flogen die Raben. Johannes saß am Bug und legte die Hand nicht zurück auf das Instrument. Das Meer fuhr weiter. Unter Deck war es still geworden. Er ließ die 3 Prophezeiungen noch einmal an sich vorbeigehen. Das Pferd, das Hemd, das Blut. 3 Versuche, einen König zu töten und eine Königin mit ihm. 3 Male, bei denen er, wenn er es wusste, handeln konnte. Und für jede Handlung, die er unternahm, Schweigen oder Stein. Er konnte schweigen. Dann würde der König zum Pferd geführt werden, und das Pferd würde ihn töten. Und Johannes hätte sein Versprechen gehalten, hätte dem Sohn treu gedient, bis er ihn hatte sterben sehen, ohne dass er die Hand ausstreckte. Das war eine Art zu sterben, die er nicht ertrüge. Er konnte reden. Dann würde er zu Stein werden. Er dachte kurz, einen einzigen Augenblick, nicht länger, an den alten König. »Hast du gewusst, dass du mich das fragst, als du mich das versprechen ließest?« Er wusste die Antwort. »Nein!« Der alte König hatte nicht gewusst, was Treue wirklich kostet, weil ein Mann, der einen anderen so liebt, nicht glauben kann, dass die Liebe tödlich endet. Johannes ließ die Frage los. »Meinen Herrn will ich retten«, dachte er, »und sollt ich selbst darüber zugrunde gehen?« Das war kein Heldenmut, das war die Logik eines Mannes, für den die Alternative undenkbar war. Er hatte diese Wahl schon getroffen, bevor er sie als Wahl erkannt hatte. Am Sterbebett des alten Königs, in dem kleinen Feuer davor, in der Nacht mit dem Fieber, als er die Augen offen gelassen hatte. Immer dieselbe Entscheidung. Er blieb sitzen, bis das Meer heller wurde und der Horizont aufhörte, Himmel und Wasser zu sein und anfing, beides zu sein. Das Jubeln kam aus der Stadt, lange bevor das Schiff anlegte. Fahnen, Glocken, Stimmen,
der Lärm des Empfangs, der einem sagt, jemand Wichtiges kommt nach dir Hause, und alle wissen es. Der junge König ritt an der Spitze des Zuges und hinter ihm die Wachen und die Diener und der Jubelruf, der von einer Seite zur nächsten lief, wie Feuer in trockenem Gras. Johannes stand am Rand. Er stand immer am Rand, wenn andere in der Mitte standen. Das war keine Bescheidenheit. Es war die beste Position, von der aus man sehen konnte, was kam, bevor es da war. Das Pferd kam von links, fuchsrot, mit einem Schweif wie flüssiges Feuer und Augen, die zu wach waren für ein Tier, das wirklich ein Tier war. Es war genau das, was die Raben beschrieben hatten. Prachtvoll auf eine Art, die einen vergessen ließ, was man eigentlich tun wollte, weil man nicht aufhören konnte zu schauen. Der junge König sah es. Johannes war schon in Bewegung. Nicht mit Eile. Eile wäre falsch gewesen, hätte Aufmerksamkeit gezogen, hätte Erklärungen verlangt, die er nicht geben konnte. Er schob sich zwischen den König und das Pferd mit der Stille eines Mannes, der weiß, dass die Ruhe des Körpers manchmal die einzige Waffe ist, das Gewehr aus dem Halfter, die Bewegung, die er seit Jahren kannte, ohne nachzudenken, das Metall kalt und schwer in der Hand. Er schoss. Der Knall riss die Luft entzwei, das Pferd fiel, nicht wie erschreckte Tiere fallen, sondern wie eine Wand, die bricht. Das ganze Gewicht auf einmal, auf Pflaster, ein Dröhnen, das durch den Boden in die Sohlen stieg. Der Geruch von Pulver legte sich über den Platz. Dann war die Stille. Die Art von Stille, die aus der Überraschung kommt. Nicht das Schweigen, das wählt, sondern das Schweigen, das keinen anderen Ausweg findet. Die Wachen standen, die Menge stand, der junge König stand. Johannes schob das Gewehr zurück. Er drehte sich nicht um. Er sah zum König. Hinter ihm begannen die anderen Diener zu reden. Nicht laut, aber in dem Ton, der Anklagen vorbereitet, der Gründe sucht und Urteile schon bereit hat, bevor die Gründe gefunden sind. »Lasst ihn gehen«, sagte der junge König. Seine Stimme war ruhig, aber darin war etwas, das Johannes kannte. Das Hoffen, das sich als Gewissheit verkleidet. Er ist mein getreuester Johannes. Wer weiß, wozu das gut ist. Das klang nach Vertrauen. Es war auch eine Frage. Der Zug setzte sich fort. Das Pferd blieb auf dem Boden. Niemand fragte nach dem Warum. 2 bleiben noch, dachte Johannes. Der Hochzeitstag. Das Schloss roch nach Wachs und frischem Brot und dem leichten Brennen von 100 Kerzen. Und durch alle Gänge liefen Stimmen und Schritte und das unterdrückte Lachen von Leuten, die zu viel Wein zu früh getrunken hatten. Johannes stand in dem Zimmer, wo die Hochzeitskleider lagen, und sah das Hemd. Es war sehr schön. Das war das Erste, was man sehen musste. Wirklich schön, mit Fäden darin, die das Kerzenlicht aufnahmen und zurückwarfen, wie Gold und wie Silber, so dass man nicht sagen konnte, was von beidem es war. Johannes stand davor und wusste, nichts Gutes leuchtet so, dass man es aus jedem Winkel des Raumes sieht. Das Hemd strahlte, weil es täuschen sollte. Er zog zuerst die Handschuhe an. Niemand verstand das. Er sah die Blicke, die Kammerjungfer, die 2 Hofdiener in der Ecke, kurze, fragende Blicke, die nichts sagten, weil niemand wusste, was zu sagen wäre. Die Königin stand am anderen Ende des Zimmers. Sie sah ihn an. Nur einen Augenblick, nur kurz. Die Augen, die bemerkten und weitergingen, weil Bemerken keine Handlung war, die sie sich in diesem Raum leistete. Aber sie hatte es gesehen. Er hatte die Handschuhe an, bevor einer der anderen reagieren konnte. Er nahm das Hemd in beide Hände, trug es zum Kamin und hielt es in die Flammen. Es fing sofort. Mit einem Feuer, das keine Farbe hatte, wie normales Feuer, nicht orange, nicht gelb, sondern blau und grün dazwischen, mit einem Geruch nach Pech
und heißem Metall, der dem Körper sagte, was der Verstand noch nicht glaubte. In Augenblicken war das Hemd Asche. Johannes ließ die Handschuhe sinken. Er verbrennt das Brauthemd des Königs. Das Murmeln war diesmal lauter, länger, anhaltender. Nicht die Überraschung vom Pferd. Das war Empörung, die einen Anlass gefunden hatte und ihn nicht wieder hergeben wollte. Der junge König trat herein. Er sah die Asche im Kamin. Er sah Johannes. Er sah die anderen, die warteten, dass er etwas sagte. Wer weiß, sagte er langsam, wozu das gut ist. Derselbe Satz, dieselben Worte. Aber die Stimme war diesmal eine andere. Das Vertrauen noch da, aber dünner, wie Eis auf dem Fluss im späten Winter, das noch trägt, aber hört man es schon knacken. Ein letzter Kredit. Johannes faltete die Handschuhe und legte sie weg. Die Musik war laut und warm und überall. Der Hochzeitssaal war voll, voll mit Klang, mit Lichtern, mit Menschen, die für eine Nacht aufgehört hatten, an das zu denken, was schwer war. Fackeln an den Wänden, lange Tische mit den Resten des Essens und in der Mitte die Tanzenden, die sich bewegten wie Wellen, die aufeinandertreffen und auseinandergehen. Johannes stand am Rand und sah. Er sah die junge Königin tanzen. Sie tanzte gut, nicht mit der Leichtigkeit einer Frau, die nicht denkt, sondern mit der Aufmerksamkeit einer Frau, die alles, was sie tut, vollständig tut. Der junge König tanzte neben ihr, und für einen Augenblick schien es so, als würde das Versprechen, das so viel gekostet hatte, endlich das geworden sein, was es sein sollte. Dann wechselte ihr Gesicht. Kein Schmerz, kein sichtbarer Schmerz, nur ein leichtes Abweichen der Farbe, das so schnell kam, dass man es verpassen konnte, wenn man woanders schaute. Johannes schaute nicht woanders. Die Königin hörte auf zu tanzen. Nicht mit einem Schrei, nicht mit einer großen Geste. Das Gewicht ihrer Beine wurde zu schwer, der Boden unter ihr zu unzuverlässig, und sie sank, und der junge König griff nach ihr und rief ihren Namen, und die Musik brach ab, und der Saal war plötzlich so still, wie er vorher laut gewesen war. Johannes war neben ihr, bevor er entschieden hatte zu gehen. Kein Bewusstsein von den Augen, die ihn sahen. Kein Bewusstsein vom König, der rief. Nur die Frau auf dem Boden und das, was getan werden musste. Die Prophezeiung war präzise gewesen und er war präzise. Er kniete. Er tat, was die Raben gesagt hatten. Einmal, zweimal, dreimal. Dann öffnete die Königin die Augen. Nur eine Sekunde. Nur so lange, dass niemand es sah außer Johannes. Sie sah ihn an. In diesem Blick, in dieser einen Sekunde, bevor sie die Augen wieder schloss und tat, als wäre sie noch nicht zurück, war das Wissen, das kein Wort braucht. Sie wusste, was er getan hatte. Sie wusste, was es bedeutete. Und sie wusste, dass sie noch nicht sprechen konnte. Sie würde es behalten. Sie schloss die Augen. Dann stand der König. Was hat er? Die Stimme brach ab. Was? Die anderen Diener sprachen alle auf einmal, und in ihren Stimmen war, was in Stimmen ist, wenn jemand schon verurteilt hat und nur noch den König braucht, um ihm zuzustimmen. Johannes stand auf und sagte kein Wort. Er schwieg nicht aus Berechnung. Er schwieg, weil Sprechen jetzt Stein bedeutete. Und Stein bedeutete den König ohne Schutz. Der König schrie. Nicht aus Kälte, das war das Schlimmste. Nicht die Kälte eines Mannes, der entscheidet. Die Hitze eines Mannes, der leidet, der glaubt, dass der einzige Mensch, dem er vollständig vertraut hat, das getan hat, was er nicht denken kann. Er schrie aus Entsetzen. Johannes verstand das vollständig. Werft ihn ins Gefängnis. Johannes hielt die Hände hin. Die Wachen kamen und er ließ sich führen, ohne Gegenwehr, ohne Einspruch, ohne ein einziges Wort.
Die Tür des Saales schloss sich hinter ihm. Irgendwo drinnen atmete die Königin. Das musste genug sein. Der Galgen stand auf dem Platz vor der Stadt. Früher Morgen. Der Himmel weiß und klar und kalt, mit dem Licht, das kommt, bevor die Sonne kommt. Und auf dem Platz standen Menschen. Mehr als Johannes erwartet hatte. Menschen stehen früh auf, wenn jemand sterben soll. Das hatte er gelernt vor langer Zeit an einem anderen Galgen mit anderen Toten. Er stand ruhig. Nicht als Pose. Er hatte keine Kraft für Posen. Und Posen hatte er nie geübt. Er stand, weil er stand. Und er war ruhig, weil er seit der Nacht auf dem Schiff nicht mehr gezweifelt hatte. Er hatte die Wahl getroffen. Und die Wahl trug ihn jetzt, auch wenn sie ihn hierher getragen hatte. Der Priester sprach seine Formeln. Johannes ließ die Worte vorbeigehen. Er sah den jungen König, der am Rand des Platzes stand, aufrecht und blass, mit dem Gesicht eines Mannes, der noch nicht weiß, was er gleich wissen wird. »Darf ich das letzte Wort sprechen?« fragte Johannes. »Stille!« Dann nickte jemand. »Es ist ein alter Brauch«, sagte Johannes, »dass man dem Verurteilten das letzte Reden erlaubt. Ich bitte darum.« Der König nickte. Johannes sprach. Er sprach ruhig und ohne Pathos, wie jemand, der einen Bericht erstattet, chronologisch, präzise, ohne Lücken und ohne Ausschmückungen. Die Nacht auf dem Schiff, die 3 Raben, die 3 Prophezeiungen. Das fuchsrote Pferd, das den König in den Lüften zerrissen hätte, wenn er darauf gesessen wäre. Das Hochzeitshemd aus Schwefel und Pech, das ihn verbrannt hätte, wenn er es angelegt hätte. Und dann das Blut. Die Menge war so still wie das Wasser in einem tiefen Brunnen. Das Blut aus der rechten Brust der jungen Königin, 3-mal gesaugt und ausgespie, das einzige Gegenmittel gegen das Gift. Er hatte es getan. Er hatte nichts anderes getan. Er sprach ohne Vorwurf. Er sprach nicht, weil er gerettet werden wollte. Er sprach, weil der König es wissen sollte. Nicht die Logik, die kalt und richtig war. Das Warum. Das, für das er keine anderen Worte hatte als diese. »Ich bin mit Unrecht verurteilt«, sagte Johannes, »und bin dir immer treu gewesen.« Das war das erste Mal, dass er Ich sagte. Der König begann zu rufen. »Gnade, lasst ihn!« Die Stimme brach. Gnade, zu laut, zu spät. Johannes sprach den letzten Satz des Berichts, und während er sprach, kam die Kälte von unten. Von den Füßen aufwärts, gleichmäßig, unaufhörlich, wie Frost, der in einen Stein eindringt und den Stein nicht aufbricht, sondern ihn verändert, in ihm bleibt, ihn für immer ein anderes Ding macht. Das Sprechen wurde schwer. Der letzte Satz brach in der Mitte ab. Stille. Dann das Gewicht von Stein, der auf Stein trifft. Was auf dem Galgen stand, war vollständig Johannes. Die Haltung, die leicht vorgebeugten Schultern, die Hände, die Position des Kopfes. Und war kein Johannes mehr. Der König trat heran. Er legte die Hand offen gegen den Stein, ohne sie zu schließen, und ließ sie dort, und sein Gesicht war das Gesicht eines Mannes, dem gerade gezeigt worden ist, was er zu verlieren hatte. Das Echo seines Rufens war noch im Platz zwischen den Häusern. Das Steinbild wurde vom Galgen abgenommen, nicht begraben. In die Schlafkammer des Königs gebracht, neben das Bett gestellt, wo man es sehen würde, wenn man aufwachte. Johannes hatte einmal neben dem Bett des alten Königs gesessen. Jetzt stand er selbst neben dem Bett. Das war alles, was der König tun konnte. Die Kinder spielten auf dem Boden. 2 Jungen, Zwillinge. Und sie spielten mit der Vollständigkeit von Kindern, die noch nicht gelernt haben, sich zu beobachten. Laut, schnell, mit dem Lachen, das kommt, bevor man gewählt hat zu lachen. Das Zimmer war voll davon. Der König lag im Bett und sah sie an. Neben dem Bett stand der Stein. Er hatte aufgehört, sich zu fragen,
warum er das Steinbild nicht wegstellen konnte. Die Antwort war zu einfach und zu schwer gleichzeitig. Weil er Johannes nicht begraben wollte, solange er nicht begraben war. Der Stein stand und war Johannes und war es nicht, und der König wachte jeden Morgen mit diesem Widerspruch auf und schlief jeden Abend damit ein. Jeden Abend sagte er dasselbe. Es war keine Formulierung, die er gewählt hatte. Sie war entstanden, weil er denselben Gedanken jeden Abend hatte und irgendwann aufgehört hatte, ihn nur zu denken. Er sagte ihn laut ins Zimmer, weil Gedanken, die man nicht ausspricht, sich festsetzen und dicker werden und einen irgendwann nicht mehr atmen lassen. Wenn ich dich doch wieder lebendig machen könnte. Er sagte es jetzt. Die Kinder spielten und hörten nichts. Dann sprach der Stein. Die Stimme kam ohne Ankündigung, kein Aufwärmen, kein Anzeichen. Sie war da und sie war Johannes' Stimme. Dieselbe Stimme, die der König 20 Jahre lang gehört hatte, in jedem Ton, jeder Pause, mit der Kürze, die sagte, was gesagt wird, muss gesagt werden und weiter nichts. Du kannst es. Der König saß auf. Der Stein sprach weiter, ruhig, präzise, ohne Milderung, wie Johannes immer gesprochen hatte, wenn etwas zu sagen war, das gesagt werden musste. Er erklärte, was es kosten würde. Wenn du mit deiner eigenen Hand deinen beiden Kindern den Kopf abhaust und mit ihrem Blute Johannes bestreichst, so kann er wieder lebendig werden. Der König saß still. Die Kinder lachten über etwas zwischen ihnen, das er nicht sehen konnte. Echtes Lachen, das nicht für ihn war, das einfach war, weil Kinder in diesem Alter noch nicht wissen, dass Lachen etwas kosten kann. Er sah sie an. Und dann, weil er nicht anders konnte, weil dieser Gedanke immer zuerst kam, dachte er an Johannes, als dieser 8 Jahre alt gewesen war und in einem abgebrannten Hof gesessen und ein kleines Feuer am Leben gehalten hatte. Sein Vater hatte ihm diese Geschichte erzählt, einmal spät in einer Nacht, als hätte er nicht beabsichtigt, laut zu denken. Johannes hatte damals nicht gewusst, dass jemand zugeschaut hatte. Er hatte einfach getan, was zu tun war. Das war der Mann, dem er das angetan hatte. Er dachte, Johannes hatte auch keine Wahl gewusst, als er sie traf. Er hatte das Versprechen abgenommen, ohne zu wissen, was es kosten würde. Er hatte gehalten, ohne zu wissen, ob er gerettet werden würde. Er hatte es trotzdem getan. Vielleicht ist das die einzige Form von Schuld, die zählt, dachte der König. Die man trägt ohne Wahl, die, bei der man hätte wählen können, aber zu spät. Er stand auf, die Kinder schauten auf, er sah sie an, einen Augenblick. Sie sahen zurück mit den offenen Gesichtern von Kindern, die nicht wissen, dass der Augenblick zählt. Er trat zum Schrank. Das Schwert war sauber. Er hatte es nie benutzt. Er zog es heraus. Die Kinder spielten noch. Die Tür hatte von innen geklungen. Nicht laut, das Geräusch des Riegels, der sich schob, und dann die Tür, die aufging, und die Stille danach, die schwerer war als die Stille davor. Die Königin stand im Gang und wartete. Sie hatte keine Ankündigung gehabt, nur das Wissen, dass sie sich nicht erklären konnte und dass sie nicht zu erklären versuchte, dass dieser Abend ein anderes Gewicht trug als die Abende davor. Sie hatte gelernt, Gewicht zu erkennen. Ihr Mann wartete hinter der Tür. Sie öffnete sie. Das Zimmer roch nach Eisen und nach Kerzen. Er stand in der Mitte und sah sie an. Das Gesicht eines Mannes, der etwas getan hat, das sich nicht erklären lässt und der bereit ist, es trotzdem zu erklären. »Setz dich«, sagte er. Sie setzte sich nicht. »Ich muss dich etwas fragen«, sagte er, »bevor ich dir sage, was ich getan habe.« Sie wartete. »Wir können Johannes lebendig machen, aber es kostet unsere beiden Söhnlein das Leben.« Die Stille danach war absolut. Sie saß mit diesem Satz, mit jedem Wort einzeln. Wir können Johannes lebendig machen. Unsere beiden Söhnlein.
Ihr Mann sah sie an und wartete mit dem Gesicht eines Mannes, der eine falsche Antwort erwartet hat und bereit ist, sie zu hören. Sie dachte an den Hochzeitstanz, nicht als Erinnerung, die man aufruft, als Bild, das schon da war, bevor sie es aufrief. Der Saal, die Musik, das plötzliche Schwinden, der Boden. Und das Erste, was sie sah, als die Augen aufgingen, Johannes, der neben ihr kniete. Kein Blick zum König, kein Blick zur Menge, keine Angst um sich, kein Eigennutz, nur das vollständige Verschwinden in einem Tun, das nicht seins war und das ihn trotzdem alles kostete. Sie hatte in diesem Augenblick, in dieser einen Sekunde, bevor sie die Augen wieder schloss, gewusst, was dieser Mensch war. Das war der Mensch, der jetzt Stein war. Sie zögerte, nicht weil sie unsicher war, sondern weil sie sicher war und die Sicherheit überprüfte. Die eigene Sicherheit, die manchmal täuscht, wenn man ihr nicht zusieht. Sie saß einen Herzschlag lang mit der Frage: Stimmt das? Die Antwort kam sofort. Haben wir ihn nicht wieder lebendig zu machen, sagte sie. So ist es unsere Pflicht. Johannes ist treu gewesen. Ihr Mann sah sie an. Dann trat er zum Schrank und öffnete die Tür. Die Kinder sprangen heraus, lachend, mit den Beinen, die wollten, mit den Stimmen, die nicht aufhören konnten. Und zwischen ihnen, aufrecht und still und lebendig, stand Johannes. Die Königin stand. Sie sah ihn, nicht das Steinbild, das sie gekannt hatte, sondern den Menschen. Denselben, den sie auf dem Schiff beobachtet hatte, beim Hochzeitskleid, auf dem Tanzboden. Die leicht vorgeneigten Schultern, die Hände flach am Körper, die Haltung eines Mannes, der gelernt hat, Raum einzusparen. Er sah sie an, kein Dank, keine Worte. Er war nicht der Typ für Dank, das hatte sie in dem Jahr gelernt, in dem sie ihn beobachtet hatte, als Frau, die lernt, indem sie beobachtet. Sie sah ihn an und er sah sie an. Und zwischen ihnen war das Wissen von dem, was geschehen war. Und das Wissen brauchte keine Sprache und keinen Abschluss. Sie sagte nichts. Er sagte nichts. Die Kinder spielten. Der König erzählte Johannes alles und Johannes hörte zu, wie er immer zuhörte. Vollständig, ohne Unterbrechung. Als der König fertig war, schwieg Johannes einen Moment. Dann nickte er. Nicht, ich vergebe. Nicht, ich verstehe. Nur das Nicken, das sagte, es ist geschehen. Es wird so bleiben, wie es geschehen ist. Man lebt damit weiter. Das war alles, was es bedeutete. Das reichte. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören.